Hi Leute und willkommen zu unserer Van-Tour. Wir sind jetzt schon seit über 2 Monaten mit unserem kleinen Zuhause auf Rädern unterwegs. Und klein trifft es auf jeden Fall sehr gut, denn dieser Van ist insgesamt weniger als 5 Meter lang. Das ist ein L1 H2 Fiat Ducato. Und wie wir da zu zweit Platz drin finden, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben diesen Van von Anfang bis Ende komplett selbst ausgebaut und den ganzen Prozess auch in ausführlichen YouTube-Videos dokumentiert. Zu jedem einzelnen Schritt, angefangen von der Dämmung über Elektrik, Möbelbau, findet ihr alles auf meinem YouTube-Kanal. Und tatsächlich ist das auch nicht der erste Van, den ich jetzt ausgebaut habe, sondern für mich war es schon der 3. Ausbau und auch den 1. und den 2. Ausbau habe ich ausführlich auf YouTube dokumentiert. Insofern, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, so ein Projekt selbst anzugehen, dann schaut euch mal auf meinem YouTube-Kanal um. Da werdet ihr auf jeden Fall den ein oder anderen nützlichen Tipp finden. Zu sehr vielen Bereichen des Van-Ausbaus findet ihr in meinen Ausbauvideos auch Rabattcodes. Die sind dann auch meistens in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da einfach mal vorbei. Jetzt rede ich aber nicht länger, jetzt schauen wir hier mal rein und ich zeige euch mal unseren kleinen Minivan. Der Van ist für mich gerade so groß genug, also ich muss mich schon immer so ein bisschen breitbeinig hinstellen, damit ich hier von der Höhe hereinpasse. Unausgebaut hatte der eine Höhe von 1,93 Meter und wir haben natürlich Dämmung am Boden, Dämmung an der Decke, Deckenverkleidung, Bodenplatte, da geht ein bisschen was weg und jetzt ja, sind es noch ungefähr 1,89 und ungefähr so groß bin ich auch. Also wenn ich mich ganz ausstrecke, dann passe ich hier nicht rein, aber man gewöhnt sich dran. Man steht immer dann so ein bisschen, also ich stehe immer so ein bisschen breitbeinig hier und dann passt es. Alisa passt natürlich hier entspannter rein. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Küchenbereich, vor der ich hier stehe. Generell ist es ziemlich lustig, wenn die Hecktüren geschlossen sind, kann ich die Küche berühren, die ja ganz vorne hier drin ist und gleichzeitig die Hecktür. Also da erkennt man dann schon, wie klein der Raum hier ist. Das sind von ungefähr hier bis zu den Hecktüren so 2,30 Meter, 2,40 Meter. Also es ist wirklich ein sehr begrenzter Raum, aber wir haben tatsächlich trotzdem eigentlich genug Platz hier drin. Also Stauraum mehr als genug und bekommen zu zweit auch zurecht, aber dazu später noch mehr. Jetzt erstmal zur Küche. Da haben wir hier einmal ein Induktionskochfeld mit einer Kochplatte. Also wir können nicht 2 Sachen da gleichzeitig irgendwie kochen, aber auch das geht ganz gut. Wir haben uns für den Topf so einen Dampfgaraufsatz gekauft, den man oben drauf stellen kann. Dann können wir unten zum Beispiel Reis kochen und oben gleichzeitig Gemüse garen. Ja, und sonst machen wir es halt oft so, dass wir dann zuerst Nudeln kochen oder so und danach noch eine Soße und währenddessen halt das Schnibbeln. Also auch da gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Ja, mit dem Strom kommen wir tatsächlich auch sehr gut aus, aber da reden wir auch später noch drüber. Dann haben wir hier relativ viel Arbeitsfläche sogar, wo wir gerade hier dekorativ das Obst platziert haben. Das steht da eigentlich nicht, aber in so einer Van-Tour muss einfach irgendwo ein Obstteller rumstehen. Das gehört einfach so. Aber jetzt stelle ich es mal hier rüber, damit es mir nicht im Weg ist. Hier ist nämlich unsere Spüle. Da haben wir einmal einen schwenkbaren und auch ausziehbaren Wasserhahn. Den kann man sogar ziemlich weit ausziehen. Und das nutzen wir auch, zumindest ab und zu, um hier das Seitenfenster zu öffnen und dann kann man sich da auch draußen abduschen. Hier bei der Spüle haben wir dann beschlossen, dass wir den Ausschnitt behalten. Die Platte, die wir sowieso rausschneiden mussten aus der Arbeitsplatte, die haben wir ja an den Ecken abgerundet, damit man da so mit dem Finger reingreifen kann. Und so haben wir da einfach nochmal mehr Ablage und Arbeitsfläche. Da sind wir richtig froh drum, weil das ist wirklich, macht richtig viel aus in der kleinen Küche. Und was auch ganz praktisch ist, wir haben hier an der Ecke so eine kleine Macke. Dafür ist eine Freundin von der Alisa verantwortlich. Jule, liebe Grüße, falls du das Video anschaust. Sie weiß aber gar nichts davon, weil sie das versehentlich da reingemacht hat. Aber die Macke ist Gold wert, weil wir so immer wissen, wie rum das Ganze hier reingehört. Und andersrum geht's halt nicht. Und wir haben schon gesagt, wenn die Macke da nicht drin wäre, dann müssten wir immer rumprobieren. Das wäre voll doof. Also die Macke, die ist optimal. Auf jeden Fall ist die Spüle groß genug, dass da unsere Töpfe reinpassen und alles. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Schubläden. Denn natürlich haben wir hier Töpfe, logischerweise. Und zwar, hier nicht, hier haben wir unsere Lebensmittel. Ob Dennis die Töpfe jeweils benutzt? Einmal habe ich gekocht. Hier haben wir unsere Töpfe und Pfannen. Wir haben auch tatsächlich nur einen so einen 5-Liter-Topf, eine so eine kleine Pfanne-Topf-Mischung und dann noch so eine große Pfanne. Und das war es auch schon. Und dann, wie gesagt, hier diesen Dampfgaraufsatz, der hat mehrere Ebenen, der hat 2 Ebenen, aber wir nutzen oft nur eine, weil das in der zweiten Ebene dann nicht mehr gut funktioniert, aber in der unteren halt schon. Also eigentlich nutze ich das, wie Alisa schon gesagt hat, gar nicht, sondern eigentlich nur Alisa. Ich bin halt eher so der Konsument. Aber dafür bin ich fürs Abspülen zuständig. Und ja, abspülen ist auch wieder ein gutes Stichwort, denn hier unten haben wir keine Schublade, sondern eine Tür.
Und da drinnen hat sich unsere Mini-Spülmaschine befunden. Die ist jetzt aber schon nicht mehr drin, weil wir die gerade auf Zwischenstopp hier in Deutschland zu Hause gelassen haben, weil wir die einfach nicht benutzt haben. Aber auch zu der Mini-Geschirrspülmaschine, die man mobil nutzen kann, gibt es ein eigenes YouTube-Video. Schaut euch das gerne an, wenn es euch interessiert. Was ich hier aber noch zeigen kann, ist, wir haben hier so einen Topfdeckelhalter. Das ist extrem praktisch. Den haben wir einmal hier an der Tür für den großen Deckel von der großen Pfanne. Und sowas haben wir auch hier unten drin. Da ist noch ein kleiner Deckel, den wir auch mit diesen Topfdeckelhaltern hier befestigt haben. Dahinter Mülleimer, haben wir sogar 3 Fächer hier. Der ist gerade voll mit Papiermüll, der ist gerade leer. Und im hintersten Fach, das kann man nicht ganz öffnen, weil da die Schublade nicht weiter rausgeht. Aber da haben wir dann immer so Schaufel und Besen und sowas einfach drin. Ist da auch ganz gut aufgehoben. Daneben ist in dieser großen Schublade unsere Kühlbox. Das ist hier auch richtig krass. Das geht gerade so auf, also das war Zufall, das war nicht geplant. Und da drin haben wir auch auf jeden Fall genug Platz für alles, was wir so kühlen müssen. Die ganzen Schubladen haben natürlich Softclose. Okay, bei der schweren Kühlbox geht das trotzdem ziemlich schnell zu. Ja, aber hier kann man es vielleicht mal demonstrieren. Hier haben wir auch noch einfach Lebensmittel drin. Da sind jetzt ganz viele Dosen drin. Okay, ist dann auch eine recht schwere Schublade, aber ja, die haben Softclose und das funktioniert auch alles ganz gut. Wir haben diesmal keine Magnete oder irgendeine sonstige Verriegelung, sondern wir stecken hier einfach mal in die Schlitze während der Fahrt so kleine Gummikeile rein. Und dann reicht es auch, dass die nicht aufgehen bei der Fahrt. Bei der Kühlbox am Boden haben wir einen extra Keil, weil die natürlich sehr schwer ist. Und wenn man dann einen Berg anfährt oder so, dann geht die Schublade sonst immer auf. Deswegen, da haben wir uns einfach mit diesen Keilen beholfen. Dann haben wir hier noch eine Attrappe. Da ist nämlich logischerweise die Spüle dahinter. Das heißt, das ist keine richtige Schublade. Das hier ist aber schon eine richtige Schublade. Und um da hinzukommen, muss man die Polster hier wegnehmen. Die liegen da aber auch einfach nur drauf oder sind quasi eingespannt. Und dann kann man die Schublade öffnen. Und das ist hier so eine U-förmige Schublade, weil da in der Mitte unser Abfluss von der Spüle runtergeht. Und ja, da haben wir dann unsere Zahnputzsachen drin, Klopapier und solche Sachen halt. Unser Badezimmer. Genau, das ist sozusagen unser Badezimmer. Dahinter sieht man so ganz bisschen, das seht ihr jetzt nicht richtig, aber da ist unsere Elektrik drin. Wir haben eine All-in-One Elektrik-Box quasi. Das ist nicht so, dass man wirklich dann gar nichts mehr außenrum an Kabeln hat, aber die großen Komponenten sind quasi alle in einer Box vereint. Also der Wechselrichter, der Solarladeregler, die Batterie, ja sogar ein Ladebooster ist auch integriert zum Laden beim Fahren und so weiter. Also es ist einfach eine Box, in der quasi die ganzen Hauptkomponenten der Elektrik zusammengefasst sind. Und eine extra 12 Volt Unterverteilung haben wir dann auch noch, die ist hinten unterm Bett. Da kommt man von vorne besser hin, wenn man da was machen muss. Genau. Dann würde ich sagen, wenn ich hier schon so gut sitze, sprechen wir mal über das Thema Licht. Erstmal räume ich hier wieder kurz die Kissen auf. Was war das für ein Übergang? Wenn ich hier schon so gut sitze. Ja, der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Denn wir haben hier oben eine LED-Leiste unterm Hängeschrank, die geht über die komplette Länge. Und die hat tatsächlich keinen eigenen Schalter, sondern ich kann die nur über mein Handy steuern. Und dafür muss ich mich in ein WLAN einwählen, das quasi hier von so einem kleinen Steuergerät ist. Also ich muss einfach am Handy dieses WLAN auswählen. Und dann gehe ich in die App, drücke auf An und dann geht das Licht an. Und dann kann man das auch dimmen, jetzt ist es auf 100%. Und ich habe hier so eine App mit so einem Dimmrad. Da kann ich jetzt rumdrehen und dann wird das Licht halt heller oder dunkler. Aber jetzt lassen wir es mal auf 100%, damit man überhaupt was sieht. Ich hoffe mal, dass es jetzt in der Aufnahme nicht flackert. In echt flackert es auf jeden Fall nicht. Manchmal ist es in der Kamera dann so. Sieht gut aus. Schön. Das LED-Band nutzen wir eigentlich hauptsächlich abends, wenn wir noch so ganz bisschen Licht anhaben wollen. Dann können wir das halt auf 1% dimmen oder auf 3% oder so. Und dann ist es hier ein schönes, gemütliches Licht. Wenn wir mehr Licht brauchen, dann haben wir oben in der Decke 3 LED-Spots. Die haben einen Schalter, der ist ein bisschen versteckt. Hier haben wir ja diese Trennwand und dahinter ist hier quasi der Schalter. Und dann gehen die halt alle 3 an. Die sind theoretisch auch dimmbar. Da haben wir jetzt aber nicht mal einen Dimmer verbaut und wir haben die diesmal auch alle über einen Schalter laufen lassen, weil es ist so ein kleiner Raum. Ich hatte noch überlegt, ob ich 3 Schalter mache für jeden LED-Spot einen, aber irgendwie wäre das ein bisschen lächerlich, weil diese 3 LED-Spots sind vielleicht 1 Meter auseinander. Ja, aber die machen es auf jeden Fall richtig schön hell. Da haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass der vordere weit genug vorne ist, um die Küche schön zu beleuchten, dass man hier nicht mit seinem Kopf einen Schatten auf die Arbeitsplatte wirft, sodass man da halt auch gut an der Küche arbeiten kann. Und der hier hingegen ist direkt über dem Tisch.
Und um über den Tisch zu sprechen, würde ich sagen, kommst du mal hier zur Seite, dann können wir das besser zeigen. Jetzt seht ihr den Van mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus, wenn man hier so reinschaut, weil es einfach so ein kleiner Raum ist, in dem aber irgendwie alles drin ist, was man braucht. Aber bevor wir zum Tisch kommen, noch ganz kurz nochmal zu den Sitzbänken, weil und hier ist natürlich auch noch was ganz Wichtiges drin. Ich hatte die Polster ja schon weggetan, jetzt muss ich sie nochmal wegtun, denn diese Sitzbank ist quasi zweigeteilt und man kann hier jetzt eine Platte wegnehmen und hier drin befindet sich unsere Toilette. Wichtig, aber ist natürlich jetzt kein extra Badraum oder so, das habe ich bei keinem Van bisher gemacht. Die Toilette war immer einfach im Raum und man gewöhnt sich auch da auf jeden Fall dran, auch weil man zu zweit unterwegs ist, das kann man schon machen. Und ja, dass man eine Toilette hat, ist natürlich extrem wichtig. Wir haben eine Trockentrenntoilette, das bedeutet, da ist hinten ein Eimer drin und vorne ein Kanister und dann so ein Trenneinsatz oben drin. Und da kommt man sehr, sehr gut mit aus. Das Beste ist, dass man keine Chemie braucht und dadurch ist auch die Entsorgung relativ unproblematisch. Man kann die Tüte, also hinten in den Eimer kommt halt eine Tüte rein, die kann man einfach im Restmüll entsorgen und vorne ist ja nur Pipi drin, das heißt, es kann natürlich auch in jeder öffentlichen Toilette oder so entsorgt werden. Die Platte hier, da habe ich es einfach mal sehr, sehr einfach gehalten. Die ganze Sitzbank ist ultimativ einfach aufgebaut. Die Platte hat hier einfach so ein kleines Holzstück angeschraubt und dadurch kann die nicht nach vorne rausrutschen, wenn sie hier drin liegt, weil das halt hier blockiert. Also ziemlich einfach umgesetzt, aber das war mir auch wichtig bei diesem Ausbau, dass ich nicht alles wieder verkompliziere, sondern einfach mal mit einfachen Lösungen zum Ziel komme. Und ja, das Ziel ist ja trotzdem, glaube ich, ganz gut geworden. Jetzt sprechen wir noch über die andere Hälfte der Sitzbank, wenn ich hier schon dabei bin, den Van auseinanderzunehmen. Gleiches Prinzip natürlich hier mit der Platte. Und hier haben wir tatsächlich einen riesigen Tresor drinnen, der ist wirklich riesig. Revealen wir das? Ja, das revealen wir, weil der ist safe, wie der Name schon sagt. Na gut. Der ist wirklich riesig groß. Hier kriegen wir beide MacBooks rein, ein Tablet, 5.000 € in Bar, einen kleinen Goldbarren und natürlich unser komplettes Kamera-Equipment. Aber das könnt ihr alles wissen, weil der ist wirklich safe hier drin. Also wenn man den Safe klauen will, dann muss man das komplette Auto klauen, weil der ist fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt. Please don't. Was? Bitte nicht das ganze Auto klauen. Achso. Ja, und daneben einfach noch ein bisschen Stauraum. Hier dieser Holzkasten, falls ihr euch fragt, was das ist schon die Verkleidung des Radkastens. Also darunter sitzt der Radkasten vom Auto. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und da sieht man auch wieder, wie kurz einfach dieses Auto ist. Ich sitze hier noch quasi ganz vorne. Hier ist noch die Küchentrennwand und hier nach ungefähr einem guten Meter kommt schon der Radkasten, weil das einfach so ein kleines Auto ist. Ich weiß, es gibt auch kleinere Autos. Auf jeden Fall im Vergleich zu meinen vorherigen Vans ist das hier ein kleiner Van. Ja, sonst haben wir hier noch Bücher, ein bisschen Elektrik-Stuff, Kabel und so weiter. Und hier natürlich auch Wasserleitungen, die von hinten kommen und auch Stromkabel, die nach da hinten führen, was man halt hier so hat in seinem Van. Und jetzt kommen wir zu dem Tisch. Der Tisch, der ist hinten gesichert, den kann man quasi bei der Fahrt sichern, dass der dann nicht beim starken Bremsen nach vorne kommt. Jetzt haben wir ihn aber schon entsichert und dann kann man den leicht anheben und einfach ausziehen. Und zwar wirklich sehr weit, wie ihr seht. Der geht hier fast bis an die Küche vor. Also wenn der Tisch ausgefahren ist, dann kann man hier auch nicht mehr stehen. Man kann ihn aber natürlich auch nur bis hier ausfahren. Dann kann einer hier immer noch am Laptop arbeiten. Der andere kann hier sich frei bewegen, die Toilette nutzen, kochen, worauf man halt gerade Lust hat. Und ich finde es cool, dass man die Möglichkeit hat, so einen großen Tisch zu haben, aber ihn dann auch einfach fast komplett wegfahren zu können. Und dann hat man hier richtig viel freie Fläche, sofern man hier bei diesen 2 Quadratmetern von viel freier Fläche sprechen kann. Aber ja, in der anderen Sitzbank, die ist wirklich sehr klein, ich habe es ja schon gesagt, da ist auch der Radkasten drin. Da ist nur noch ein bisschen Stauraum, da haben wir einen Kamerarucksack manchmal verstaut, wenn wir hier drin sind. Sonst sind die Sachen entweder dabei oder im Tresor. Und unseren Wäschesack haben wir da noch drin und ein paar Handtücher. Mehr ist da aber dann auch nicht mehr drin. Ansonsten ist hier unten noch der Luftauslass von der Standheizung. Habe ich beim letzten Van auch schon da platziert, an den Füßen unterhalb des Tisches. Finde ich sehr cool, weil dann sitzt man hier, wenn es draußen kalt ist und hat sofort warme Füße und der ganze Raum wird natürlich auch total schnell warm, wenn die Standheizung läuft. Hier unterhalb des Tisches haben wir dann noch 2 12-Volt-Steckdosen. Da haben wir einmal so einen USB-Adapter eingesteckt mit 2 USB-Ports. Das reicht uns eigentlich auch. Da haben wir dann meistens unseren mobilen Router angesteckt und dann immer eins unserer beiden Handys, wenn das gerade laden muss. Und die zweite 12-Volt-Steckdose nutzen wir für unser 12-Volt-Laptop-Ladekabel. Da haben wir so ein universelles Laptop-Ladekabel, das man halt für unsere MacBooks benutzen kann. Über all solche Gadgets, wie zum Beispiel auch so ein 12-Volt-Ladekabel für den Laptop, werde ich auch demnächst mal ein Video machen, weil wir haben ja schon einige solche Sachen, die
im Van einen großen Vorteil bieten, würde ich sagen. Und die stelle ich euch bald mal alle in einem extra Video vor. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserem Bett. Unser Bett kann man, wie gesagt, zusammenfahren. Und hier befinden sich jetzt gerade 2 Matratzen übereinander. Das Bett ist relativ, also eigentlich sehr leicht ausgefahren. Wenn ich das alleine mache, dann dauert das keine 30 Sekunden. Wenn Alisa mir hilft, dann dauert es 60 Sekunden. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal. Man muss die Matratzen ein kleines bisschen anheben. Und dann kann man den vorderen Teil des Lattenrosts hier rausziehen. Immer versuchen, dass man es gleichmäßig links und rechts macht. Das geht zu zweit dann wirklich ein bisschen leichter. Und dann kann man die untere Matratze ein Stück nach hinten schieben, die obere Matratze nach vorne ziehen. Und schon ist der ganze Van ein Bett. Wir haben hier dann eine Liegefläche von 1,40 Meter in der Breite mal 1,95 Meter, zumindest dort, wo wir die Aussparungen in der Wand haben. Also halt hier. Hier ist zum Beispiel auch noch Bettbereich, die Matratze geht bis hier und hier ist natürlich dann weniger Länge, aber das klappt ganz gut. Also 1,40 Meter ist ja auch echt breit und da haben wir auf jeden Fall gut Platz zu zweit, wobei man auch sagen muss, die 1,95 Meter, die dürften noch ein bisschen länger sein für mich, damit ich mich da besser entfalten kann. Aber auch daran gewöhnt man sich und meistens liege ich ein bisschen diagonal. Also das funktioniert schon ganz gut. Wenn die Türen hinten geschlossen sind, dann können wir unsere ganzen Kissen, die wir hier so drin haben, nach da hinten schmeißen. Und dann kann man sich hier richtig gemütlich machen. Und wir haben einen kleinen portablen Beamer. Den stellen wir uns dann mal hier hin. Und der kann quasi auch so schief das Bild dann wieder gerade projizieren. Also den kann man schief hier hinstellen und dann hat man trotzdem da vorne ein gerades Bild. Und da vorne haben wir eine Leinwand, die wir halt dann als Kinoleinwand nutzen und aber gleichzeitig auch als Abdunklung. Was ich beim Bett noch vergessen habe zu sagen, wir haben auch darauf geachtet, dass man trotz ausgefahrenem Bett die Toilette benutzen kann. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, würde ich sagen, weil das wäre schon nervig, wenn man morgens zum Beispiel dringend aufs Klo muss und dann erstmal das Bett zusammenbauen muss. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Genau, und sonst bezüglich Abdunklung, wie gesagt, vorne haben wir den Leinwand und hier für das große Fenster haben wir natürlich auch eine Abdunklung. Da haben wir in den Ecken 4 so kleine silberne Haken einfach reingedreht. Also auch da haben wir erst überlegt, ob wir irgendwas Fancyes machen, irgend so eine Jalousien, die man cool da hin und her bewegen kann. Und dann haben wir uns für eine ganz einfache Lösung entschieden, einfach diese Haken da reingedreht. Und jetzt kommen wir zu den Hängeschränken, denn hier im Hängeschrank haben wir dann unsere Abdunklung. Das ist einfach ein Stück Stoff, den wir ursprünglich, glaube ich, auch mal für die Sitzbänke benutzen wollten, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall hatten wir diesen Stoff noch übrig. Da haben wir 4 Löcher in die Ecken reingemacht und die dann mit einem Feuerzeug einfach so ausgebrannt, damit das nicht mehr reißt. Und jetzt kann man einfach die Pflanze kurz wegstellen und dann hängt man das da ein. Da oben auch. Ungefähr so sieht das Ganze dann aus und schon haben wir eine Abdunklung. Sieht natürlich nicht schön aus, aber ist ja auch nur nachts dran und dafür tut es auf jeden Fall. Warum nicht schön? Geht doch. Hallo, die ist DIY. Also schön ist was anderes. So sieht schöner aus. So ist schöner, würde ich auch sagen. Ja, und jetzt kommen wir zum Hängeschrank. Da haben, wie ihr sehen könnt, 3 große Klappen da oben. Und da haben wir all unsere Klamotten eigentlich drin, gell? Bis auf Winterjacken, die hatten wir noch da oben drin. Da ist auf jeden Fall mehr Platz drin, als wir bräuchten. Jetzt gerade haben wir hier oben ein bisschen Handtücher, noch ein Bettlaken und eben die Abdunklung. Hier ist so unsere Unterwäsche. Da haben wir ganz viele so kleine Körbchen. Das ist meine Unterwäsche, meine Socken. Da haben wir ganz viele so kleine Körbchen. Die sind auf jeden Fall wirklich sehr praktisch. Einfach reinschieben und dann ist es wieder schön und clean. Und hier seht ihr mal noch, wie das in so einem richtigen Klamottenfach aussieht. Der Turm ist umgefallen. Da haben wir für unten 2 so große Körbe, wo dann ja, T-Shirts oder so jetzt drin sind von Alisa. Und oben drüber kann man einfach noch so Klamotten reinmachen. Dann haben wir, wie gesagt, oben über der Fahrerkabine auch noch ein kleines Fach, wo auch unser Vorhang hier ist. Den Vorhang bedient man hier mit diesen Schnüren, die sich hinter der Wand verstecken. Dann kann man von hier einfach hingreifen und den dann hoch und runter fahren. Das ist ganz praktisch und trotzdem schön clean von der Optik her. Und da oben hatten wir, wie gesagt, unsere ganzen Wintersachen drin. Die haben wir jetzt alle rausgeschmissen, weil jetzt brauchen wir die nicht mehr bei den Temperaturen. Handtücher haben wir da drin. Hier ist noch ein Kamerastativ. Aber auch da oben, der ganze Raum ist eigentlich leer. Also da haben wir auch noch sehr viel freien Stauraum. Damit kommen wir noch zu den letzten Fenstern. Wir haben hier oben 2 kleine Schießluken. Die sind wirklich klein, aber auch wirklich Gold wert. Die kann man öffnen und die sind auch sehr praktisch, um sie zum Beispiel nachts geöffnet zu lassen. Hier oben haben wir noch eine riesige Dachluke und die Kombi, wenn da offen ist und hier offen ist, dann zieht da halt schön die Luft durch.
Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und ich finde auch optisch machen die sich einfach extrem gut hier drin. Ja, muss man auch sagen, haben wir sehr schön verkleidet. Kann man sich mal auf die Schulter klopfen. Ich glaube, das war Alisas Idee, wie wir das verkleiden. Aber ich finde, das ist richtig gut geworden. Wir haben da einmal halt quasi Platten direkt an die Fensterinnenseiten dran geklebt, dann so einen rechteckigen Rahmen gebaut und dann halt hier die eine durchgehende Holzverkleidungsplatte, die da oben drüber ist. Ich finde das einfach richtig schön. Das Einzige, was hier nicht so schön ist in dieser Ecke, ist dieses Brett. Weil dieses komplette Brett haben wir, also diese Latte, die haben wir einfach nur ans Armaflex dran geklebt mit so einem Alleskleber. Und da ist hier so ein ungleichmäßiger Spalt. Also das ist nicht so gut gelungen, muss man sagen. Aber ja, irgendwann werden wir die wahrscheinlich hier noch ein bisschen besser ankleben, dass die da noch ein bisschen mehr hält und der Spalt ein bisschen gleichmäßiger ist. Aber wir sehen das inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Genau, dann haben wir hier noch zwei kleine Sukkulenten. Die eine lässt gerade ein bisschen den Kopf hängen. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Die brauchen ja eigentlich nicht viel Wasser. Wahrscheinlich ist das Klima hier im Van doch nicht so perfekt auf Dauer für so kleine Pflanzen. Die sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber die hängt halt so runter. Und jetzt kommen wir noch zu dem Dachfenster. Das Dachfenster ist 50 x 70 groß. Hat hier einmal eine Abdunklung integriert. Die ist natürlich auch nicht allzu schön, aber auch da ist ja nur in der Nacht ausgefahren. Und in der anderen Richtung ist hier noch ein Fliegengitter. Das ist auch ganz wichtig gegen Mücken, wobei die leider in Extremsituationen auch an den Rändern da durchkommen. Also die kämpfen sich da schon ihren Weg durch, aber halt dann nicht viele. Wenn es draußen so ein riesiger Mückenschwarm ist, dann kommen hier halt 2, 3 Mücken mal durch. Hatten wir auch nur einmal, gell? Ja. Genau, und dieses Dachfenster kann man fast im 90-Grad-Winkel nach oben aufstellen, was auch ziemlich cool ist. Da hat man dann richtig schön den Blick nach oben raus, man hat total viel Tageslicht hier drin und man kann da sogar rausklettern. Und schon bin ich im ersten Stock. Hier haben wir noch eine kleine Dachterrasse drauf, aber die ist wirklich nur so 1,80 Meter mal 1,50 Meter und dann halt noch inklusive dem großen Dachfenster. Also besonders viel Platz ist hier nicht, aber um sich zu zweit hinzusetzen, reicht es auf jeden Fall. Außerdem haben wir auf dem Dach 400 Watt Module. Die bringen uns genug Strom, also zumindest bisher, dass wir alles hier drin mit Strom versorgen können. Auch unser Induktionskochfeld, das hat bisher echt immer alles super funktioniert. Und die Batterie, die in unserer All-in-One-Box integriert ist, die hat eine Kapazität von 240 Ampere-Stunden und das ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Genau, mit dieser Kombi kommen wir sehr, sehr gut aus bisher. Wir waren jetzt in Norwegen unterwegs, da ist natürlich jetzt im Sommer lange die Sonne am Himmel zumindest, aber dafür steht sie auch trotzdem sehr tief. Aber das hat gepasst und jetzt geht es in den Süden weiter, da werden wir mit Sicherheit auch keine Stromprobleme bekommen. Und wenn der Strom von der Sonne mal doch nicht reicht, dann kann man ja auch immer noch beim Fahren mit dem integrierten Ladebooster wieder laden. Ja, und dann haben wir hier unten noch eine ganze Menge Stauraum in unserer Heckgarage, wie man das hier so schön nennt, unterhalb des Betts. Da haben wir Vorhänge hingemacht, damit es von der Optik her auch schön clean ist, weil wenn man diese Vorhänge wegmacht, dann sieht das nicht mehr ganz so clean aus. Dann wird es ein bisschen chaotisch, aber eigentlich ist es auch relativ geordnet hier drin. Hier haben wir einmal unseren Wassertank, der hat ein Volumen von 80 Litern. Da haben wir aber auch noch hier hinten drin zwei so kleinere Kanister mit 20 Litern, wobei da aber jeweils ungefähr 25 reingehen. Das heißt, wir kommen auf ungefähr 130 Liter Wasser und nachdem wir damit sehr, sehr sparsam umgehen, kommen wir da auch wirklich, ich glaube sogar über 2 Wochen mit aus. Also Wasser müssen wir nicht oft auffüllen. Ja, sonst haben wir einfach noch Kisten, da kommen Lebensmittel auch immer rein. Hier haben wir auch unseren Wasserfilter zum Befüllen des Tanks. Daneben ist die Dieselstandheizung mit einem Luftschalldämpfer, damit die nicht so laut ist. Hier ist so ein bisschen die Chaos- und Werkzeugecke. Da haben wir auch so einen Mini-Klappgrill, der ist auch richtig cool. Ja, und dann hier oben drüber haben wir eine zweite Ebene geschaffen. Das haben wir auch ziemlich einfach gebaut. Man kann hier auch ganz einfach die Platte rausnehmen. Dann kommt man besser an den Wassertank und so ran. Und ja, hier haben wir dann unsere Campingstühle, 2 Stück, Wasserschläuche zum Befüllen des Tanks. Hier haben wir noch ein Fliegengitter, das wir noch nicht aktiviert haben, das wollten wir zweimal nutzen. Da hinten drin haben wir 2 Longboards, die wir bisher zweimal benutzt haben. Und hier nochmal 2 große Kisten mit Stauraum. Also auch da haben wir wirklich extrem viel Platz. Und jetzt kann ich euch noch die Tischsicherung zeigen. Hier ist die Konstruktion, die unten am Bett angeschraubt ist, in der der Tisch quasi drin ist mit den Auszügen. Und das hier ist die Rückseite des Tisches. Da haben wir auch einfach so einen Haken reingedreht. Hier an diese Konstruktion, die fest am Bett dran ist, auch so einen Haken rein. Und jetzt kann man das Ganze mit einem Karabiner hier einhaken und dann kann der Tisch nicht mehr nach vorne raus. Und das Zweite, was wir auch vor der Fahrt immer machen, ist die Wasserpumpe auszuschalten.
Da haben wir hier extra noch einen Schalter verbaut. Der befindet sich hier. Der ist jetzt gerade auf an. Und wenn ich den hochdrücke, dann ist er aus. Dann funktioniert die Druckwasserpumpe nicht mehr. Und das ist quasi ein kleines Sicherheitsfeature. Falls bei der Fahrt irgendeine Schelle sich lösen sollte oder so und das Wassersystem undicht wird, dann pumpt nicht die Pumpe den ganzen Tank leer, sondern es kommt halt nur ein bisschen Wasser raus. Ist aber bisher zum Glück auch noch nicht passiert und wird wahrscheinlich auch nicht passieren, gerade weil wir da eh nur 2, 3 Wasserleitungen haben. Das haben wir auch sehr einfach gehalten. So, das war's von unserer Van-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren da und auch einen Daumen nach oben natürlich. Und dann schaut euch die Ausbauvideos an, wie gesagt, wenn es euch interessiert. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Tatsächlich ist auch schon das erste Video unserer Reise aus Norwegen online. Das findet ihr hier verlinkt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Alles cringe.